Finanzielle Motive sind eine der häufigsten Ursachen für Alltagsverbrechen. Natürlich versuchen die Täter, ihre Absichten auf jede erdenkliche Weise zu verschleiern. Manchmal gelingt ihnen das so gut, dass es Jahre dauert, bis das Lügengeflecht entwirrt ist. Selbst dann bleiben manchmal Zweifel, ob wirklich die richtige Person hinter Gittern sitzt. Am späten Abend vor Halloween, dem 30. Oktober 2001, wurde die Polizei zu einem Haus in der wohlhabenden Gegend von Coral Gables im US-Bundesstaat Florida gerufen, wo ein Alarm ausgelöst worden war. Als die Polizeibeamten dort eintrafen, fanden sie ein schreckliches Verbrechen vor. In der Küche lag eine zerfleischte Frau auf dem Boden. Sie war so entstellt, dass der Anblick an eine Szene aus einem Horrorfilm erinnerte. Blut befand sich an den Wänden, Spritzer waren sogar bis zur Decke des Raumes gelangt, ein Zeichen extremer Brutalität. In der offenen Garage der Frau stand ihr Auto. Es entstand der Eindruck, dass ein Angreifer auf sie gewartet und sie angegriffen hatte, nachdem sie aus dem Auto ausgestiegen war. Das Opfer schaffte es noch, ins Haus zu rennen, doch der Täter holte sie ein und tötete sie. Das Opfer wurde als die 45-jährige Maggie Locascio identifiziert. Sie war fast 3 Jahrzehnte lang mit Edward Locascio verheiratet, aber in letzter Zeit lebten die Eheleute getrennt. Die Ermittler fanden schnell heraus, dass sich das Paar bereits vor einigen Monaten getrennt hatte. Die Frau hatte sogar versucht, eine einstweilige Verfügung gegen ihren Mann zu erwirken. Das Ehepaar befand sich aufgrund zahlreicher Seitensprünge des Mannes in der Scheidungsphase. Es stand ein schwieriger Prozess bevor, da es zwischen den beiden zu ernsthaften finanziellen Meinungsverschiedenheiten gekommen war. Natürlich geriet der Mann sofort unter Hauptverdacht. Die aus Kuba stammende Maggie lernte Edward 1972 an der Universität von Miami kennen, als beide Buchhaltung studierten. Nach ihrem Studium heirateten sie und arbeiteten gemeinsam als Buchhalter. Nach der Geburt ihres Sohnes Eddie Jr. im Jahr 1982 wurde die Frau Hausfrau. Nach und nach stieg Edward beruflich auf. Er gründete seine eigene Firma und führte die Buchhaltung für wohlhabende Einwohner Miamis und deren Unternehmen. Edwards Geselligkeit trug ebenfalls zu seinem Erfolg bei. Im Gegensatz zu ihrem Mann war Maggie eher zurückhaltend und wenig gesellig. Im Jahr 1992 kauften sie ein geräumiges Haus in der prestigeträchtigen Gegend von Coral Gables. Edward wurde kontaktiert. Zu dieser Zeit lebte er in einer Wohnung in South Beach in Miami, die 10 Autominuten entfernt lag. Von Anfang an beschlossen die Ermittler, einen Trick anzuwenden. Sie erzählten ihm nicht den wahren Grund für ihren Anruf und behaupteten, dass in seinem alten Haus einfach der Alarm ausgelöst worden sei. Es gebe irgendwelche Probleme, deshalb müsse er kommen und helfen, alles zu klären. Bald darauf traf Edward Locascio ein und begann mit den Ermittlern zu sprechen. Sie unterhielten sich ganz ruhig mit ihm und ließen sich nicht anmerken, was tatsächlich geschehen war, obwohl er als Hauptverdächtiger in einem brutalen Mordfall galt. Sofort fiel ihnen auf, wie ruhig und zurückhaltend der Mann war. Er zeigte keinerlei Anzeichen von Aufregung. Es schien ihn überhaupt nicht zu stören, dass das Haus, in dem seine Frau und sein Sohn lebten, abgesperrt war. Ed fragte kein einziges Mal, warum hier so viele Polizeiautos standen und alles mit Polizeiband abgesperrt war. Es wurde beschlossen, ihn auf dem Polizeirevier genauer zu befragen. Er wurde zum Verhör gebracht. Dort erzählte der Mann, dass er sich kurz vor diesen Ereignissen von seiner Frau getrennt hatte und aufgrund von Meinungsverschiedenheiten keinen Kontakt mehr zu ihr hatte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sie sich in einem schwierigen Scheidungsprozess. Die erste Verhandlung war für den nächsten Morgen angesetzt. Seine Frau versuchte, eine einstweilige Verfügung gegen ihn zu erwirken und beschuldigte ihn des brutalen Verhaltens, der Drohungen und der häuslichen Gewalt. Als Edward schließlich mitgeteilt wurde, dass seine Frau ermordet worden war, zeigte er keinerlei Emotionen. Zur gleichen Zeit wurde der 19-jährige Sohn des Hauptverdächtigen Eddie Jr. etwas weiter den Flur hinunter in derselben Polizeistation befragt. Der Sohn erzählte, dass er den Abend in der Bibliothek verbracht habe, und sein Alibi wurde bestätigt. Dann kamen beide Männer heraus und begegneten sich im Flur. Hier zeigte der Junge eine Mischung aus Wut und Überraschung. Er sah seinen Vater an, der kalt und gleichgültig war. Wie Eddie Jr. später gegenüber Journalisten berichtete, war er in diesem Moment überzeugt, dass sein Vater seine Mutter getötet hatte. Allerdings hatte dies kaum Einfluss auf die Beziehung zwischen Vater und Sohn, da es in den letzten Jahren große Spannungen zwischen ihnen gegeben hatte. Eddie Jr. war der Meinung, dass sein Vater das Schlimmste verkörperte, was ein Mensch sein kann, und verachtete ihn zutiefst. Trotz dieser Überzeugung seines Sohnes erklärte Edward Locascio,
dass er tagsüber Golf gespielt habe und sich zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Mordes in seiner Wohnung am Strand, mehrere Kilometer vom Tatort entfernt, aufgehalten habe und nirgendwo hingegangen sei. Als die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in der Wohnung überprüft wurden, stellte sich heraus, dass der Mann die Wahrheit sagte. Obwohl er nicht der Mörder sein konnte, was schnell bewiesen werden konnte, wurde er nicht sofort von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Ed hatte ein sehr gewichtiges Motiv. Außerdem sprach die Brutalität des Mordes für Hass. Der Täter musste das Opfer gut gekannt haben. Möglicherweise hatte Edward jemanden für die Drecksarbeit angeheuert, um selbst ungeschoren davonzukommen. Bei der Analyse der Umstände des Vorfalls erinnerte sich einer der Ermittler daran, dass ein Fahrer eines weißen Pickups in der Nähe des Hauses, in dem die Verstorbene lebte, ein verbotenes Manöver auf der Straße durchgeführt hatte. Er hätte ihn wegen des Verstoßes angehalten, wenn er nicht zu einem Einsatz bei Maggie geeilt wäre. Nun vermutete er, dass der Fahrer dieses Autos etwas mit dem Vorfall zu tun haben könnte und versucht hatte, vom Tatort zu fliehen. Als Edward gefragt wurde, wer von seinen Bekannten einen weißen Pickup besitze, behauptete er, niemanden zu kennen, der einen solchen habe. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Bereits am nächsten Tag wandte sich einer der Anwohner an die Polizei und berichtete, dass er eine kleine Sporttasche im Gebüsch gefunden habe. Sie lag zwischen seinem Zaun und der Umzäunung des Hauses des Opfers. Wie sich herausstellte, war dies die wertvollste Informationsquelle, da sich darin ein blutverschmiertes Messer, blutbefleckte Kleidung sowie die gestohlenen Kreditkarten des Opfers befanden. All dies musste sorgfältig analysiert werden, weshalb die Tasche an das kriminaltechnische Labor geschickt wurde. Man ging davon aus, dass man auf den Gegenständen DNA-Proben, Fasern und möglicherweise sogar Fingerabdrücke finden würde, die auf den wahren Mörder hinweisen würden. Dann geschah etwas Unerwartetes. 2 Tage nach dem Tod seiner Frau rief Edward Locascio bei der Polizei an und gab an, dass ein Einbrecher in sein Büro eingedrungen sei. Als die Polizei eintraf, um den Einbruch zu überprüfen, stellte sie fest, dass nichts gestohlen worden war. Das Büro war lediglich in Unordnung, Dokumente lagen auf dem Boden verstreut. Die Ermittler beschlossen, diese Gelegenheit zu nutzen, um mit einigen Mitarbeitern von Edward zu sprechen. Ihr Interesse galt in erster Linie Edwards Firma und seiner Familie. Einer der lokalen Mitarbeiter erzählte, dass Eds Bruder einen weißen Pickup hatte. Dies war ein Wendepunkt in den Ermittlungen, da ein ähnliches Auto gesehen worden war, das sich vom Tatort entfernte. Der Mann konnte schnell ausfindig gemacht werden. Er hieß Michael Locascio. Der neue Verdächtige lebte in Charlotte, North Carolina. Als die Beamten das Auto untersuchten, fielen ihnen sofort einige sehr verdächtige Details auf. Die Innenausstattung des Fahrzeugs war neu. Sie wurde entfernt und die alte Verkleidung untersucht. Sie war an vielen Stellen abgerissen. Es gab Spuren, die darauf hindeuteten, dass der Innenraum des Fahrzeugs mit Wasser unter hohem Druck abgespritzt worden war. Nach Ansicht der Polizei geschah dies, weil man versuchte, etwas wegzuwaschen. Wahrscheinlich war der gesamte Innenraum des Fahrzeugs mit Maggies Blut bespritzt, aber man konnte nicht alles vollständig reinigen und kaufte daher neue Bezüge. Der 41-jährige Michael schien sofort ein geeigneter Verdächtiger zu sein, da er das genaue Gegenteil seines anständigen Bruders war. Er war arbeitslos, süchtig nach illegalen Substanzen und war einmal wegen Betrugs verhaftet worden. Es schien, als wäre ein solcher Mensch zu einem Mord fähig, insbesondere wenn er durch Geld oder verbotene Substanzen motiviert wäre. Am Tatort konnten keine wertvollen Hinweise gefunden werden, die auf Michael hindeuteten, aber eine Sporttasche, die am Zaun gefunden wurde, lieferte wertvolle Informationen. Darin befanden sich ein paar Latexhandschuhe, auf denen Michaels DNA-Spuren gefunden wurden. Das DNA-Profil von Edward und seinem Sohn stimmte nicht mit der DNA des Täters überein. Nur 2 Wochen nach dem blutigen Verbrechen, als die Labortests abgeschlossen waren, wurde Michael wegen Mordes an seiner Schwägerin Maggie angeklagt. Als Eddie Jr. erfuhr, dass sein Onkel am Tod seiner Mutter beteiligt war, war er überrascht. Er glaubte immer noch, dass der Mann so etwas nicht aus eigenem Antrieb getan haben konnte. Michael wohnte weit weg, und es machte für ihn keinen Sinn, eine so lange Reise auf sich zu nehmen, nur um Maggie zu töten. Dafür musste es einen triftigen Grund geben. Der Junge war sich sicher, dass es gelingen würde, eine Verbindung zu seinem Vater herzustellen, wenn man tiefer graben würde. Auf jeden Fall musste all dies bewiesen werden, aber bisher gab es keine direkten Beweise gegen Edward. Michael Locascio bereitete sich auf den Prozess vor.
Unterdessen führte sein Bruder Edward sein gewohntes Leben weiter, ging zur Arbeit und sogar zu Verabredungen. Michael wurde wegen Mordes angeklagt, in der Hoffnung, dass er gestehen und seinen Bruder verraten würde, der nach Meinung von Eddie Jr. der Auftraggeber gewesen sein musste. Die Chancen, den Auftraggeber zu entlarven, standen sehr gut, da Michael im Falle einer Verurteilung die Höchststrafe drohte. Interessanterweise gelang es der Staatsanwaltschaft trotz aller Bemühungen nicht, den Angeklagten zu brechen. Er weigerte sich schuldig zu bekennen und gegen Edward auszusagen. Als der Prozess begann, wurde Michael zu verstehen gegeben, dass man davon ausgehe, dass nicht nur er allein in das Verbrechen verwickelt sei, sondern auch sein Bruder. Selbst das funktionierte nicht. Die Anklage hatte stichhaltige Beweise gegen den Mann. Sein Anwalt versuchte, eine Reihe von Beweisen aus der vorgelegten Liste auszuschließen. Es wurde davon ausgegangen, dass bei der Laboranalyse und der Arbeit der Ermittler zahlreiche Verstöße begangen worden waren. Es gab kein Motiv, und ein Großteil der Beweise, auf die sich die Staatsanwaltschaft stützte, erwies sich als indirekt. Trotzdem brauchten die Geschworenen nur 6 Stunden, um Michael Locascio des Mordes 1. Grades für schuldig zu befinden. Er wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Man verurteilte ihn zu genau dieser Strafe, möglicherweise in der Hoffnung, dass er später gestehen und die Wahrheit über Edward preisgeben würde. Danach kam Eddie Jr. ins Spiel, der sich mit dieser ungerechten Entscheidung nicht abfinden wollte. Mit 19 Jahren schloss der junge Mann das College ab und wurde anschließend an der medizinischen Fakultät der Universität von Miami aufgenommen. Dort war er einer der besten Studenten. Der Junge hatte immer ein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater. Er nannte ihn nie Papa, sondern sprach ihn kurz und bündig mit Ed an. Der Sohn des Opfers schaffte es, sein Studium doppelt so schnell wie vorgesehen abzuschließen, und das war kein Zufall. Eines seiner Hauptziele war es, seine Mutter von ihrem gewalttätigen Ehemann wegzubringen. Leider gelang es ihm nicht, sie zu retten. Allerdings erlangte er finanzielle Unabhängigkeit. Um die Scheidung zu erreichen, war der erste Schritt eine einstweilige Verfügung gegen seinen Vater. Dann versuchte der junge Mann, einen guten Scheidungsanwalt für Maggie zu finden. Seiner Meinung nach war der Grund für die Meinungsverschiedenheiten die Weigerung seines Vaters, Vermögen und Geld zu teilen. Nach den Gesetzen von Florida mussten Ehepartner bei einer Scheidung das Vermögen hälftig teilen, und der Mann war ziemlich erfolgreich und reich. Auf dem Spiel standen etwa $6 Millionen, mehrere Autos und ein teures Haus. Edward war jedoch unter keinen Umständen bereit, all dies mit seiner Ex-Frau zu teilen. Er wollte alles für sich behalten und versteckte daher einen Großteil des Geldes. Maggie erfuhr davon und wollte nicht nachgeben, damit ihr Ehemann sie nicht betrog. Die Frau war eine erfahrene Buchhalterin, kannte ihre Rechte und war bestens über die Vermögensverhältnisse ihres Mannes informiert. Nach Meinung von Eddie Jr. wurde seine Mutter ermordet, weil sie dem Richter die wahren Umstände offenlegen und von den geheimen Konten erzählen wollte, die ihr Mann versteckt hielt. Der Sohn der Verstorbenen hielt es für den wichtigsten Hinweis auf die Beteiligung seines Vaters an dem Mord, dass seine Mutter nur wenige Stunden vor Beginn des Gerichtsverfahrens ermordet wurde. Bereits am Tag nach diesem erschreckenden Ereignis wandte sich Edwards Anwalt an das Gericht und forderte die vollständige Einstellung des Scheidungsverfahrens aufgrund des Todes der Klägerin. Diese Eile wirkte zynisch und sogar etwas seltsam. Die Vermögenswerte des Mannes mussten freigegeben werden, und er war der Einzige, der über das gesamte Geld verfügen konnte. Eddie Jr. war schockiert über seine Kaltblütigkeit, denn sein Vater war 28 Jahre lang mit seiner Mutter verheiratet gewesen. Nun wollte der Sohn Gerechtigkeit erlangen und seinen Vater daran hindern. Für ihn war es eine Frage der Ehre, für die Journalisten hingegen ein Anlass für Sensationsmeldungen und reißerische Schlagzeilen. Eddie reichte eine Zivilklage ein und gewann den Prozess, wodurch er seinen Vater daran hinderte, allein über das Familienvermögen zu verfügen. Zu seinem Unglück hatte er mit dem Strafverfahren jedoch viel weniger Glück. Selbst nach 4 Jahren war der Fall noch immer nicht vorangekommen. Der Staatsanwalt ging davon aus, dass sie niemals die Wahrheit herausfinden würden. Im November 2005 änderte sich die Situation jedoch grundlegend. Schließlich kam man zu dem Schluss, dass es keine neuen Beweise mehr geben würde, und beschloss, das Glück zu versuchen und Anklage mit den vorhandenen Beweisen zu erheben. Edward Locascio wurde verhaftet und wegen Mordes 1. Grades sowie wegen Verschwörung zum Mord an seiner Frau Maggie vor Gericht gestellt. Für Eddie Jr. war dies ein echter Sieg, aber gleichzeitig nur der Beginn eines langen Kampfes. Es dauerte ganze 4 Jahre, bis sein Onkel wegen des Mordes an seiner Mutter verurteilt wurde.
Jetzt saß sein Vater auf der Anklagebank. Es war klar, dass der Prozess aufgrund fehlender direkter Beweise wesentlich schwieriger werden würde als der vorherige. Der Täter Michael hatte am Tatort unwiderlegbare Beweise hinterlassen. DNA-Spuren, die Tatwaffe und andere eindeutige Indizien. Aber Edward Locascio war nicht so einfach. Der Fall basierte vollständig auf Indizienbeweisen, was dem Anwalt große Manövrierfreiheit gab. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte Edward Locascio vor, seine Frau zu töten, da er praktisch keine Chance hatte, vor Gericht sein gesamtes Vermögen und Geld zu behalten. Es wäre zu gleichen Teilen aufgeteilt worden. Er versteckte den größten Teil seines auf den Kaimaninseln erworbenen Vermögens, aber seine Frau erfuhr davon und wollte den Betrug vor Gericht aufdecken. Der Mann konnte das nicht zulassen und beauftragte daher seinen leiblichen Bruder mit der schmutzigen Arbeit. Wahrscheinlich hatten sie eine Art Geheimhaltungsvereinbarung getroffen. Dabei wurde angenommen, dass Edward, der ein gewichtiges Motiv hatte, alles geplant und dann seinen abhängigen Bruder zur Tat angestiftet hatte. Den Geschworenen wurde ein blutiges Foto vom Tatort gezeigt. Die Frau war mit einem Messer und einem Knüppel zerfleischt worden. Sie hatte zahlreiche Schläge mit einem stumpfen Gegenstand erhalten, die sogar zu Knochenbrüchen geführt hatten. Doch der Täter hörte nicht mit den Schlägen auf und setzte seine Tat mit Messerstichen fort. Die Anklage beharrte darauf, dass all dies auf Veranlassung von Edward geschehen sei. Es gab nur sehr wenige Beweise gegen den Mann, daher stützte man sich in erster Linie auf Psychologie, Motive und Indizienbeweise. Allerdings gab es einige wertvolle Zeugen. Der erste indirekte Beweis war die fast vollständige Reaktionslosigkeit des Mannes auf die Nachricht, dass seine Frau ums Leben gekommen war. Dabei gab es weder einen schriftlichen Vertrag, der den Bruder zur Begehung des Verbrechens und zum Schweigen verpflichtete, noch Aufzeichnungen von Gesprächen. Stattdessen wurde ein Ausdruck mit Angaben zu Telefongesprächen als Beweis verwendet. Es stellte sich heraus, dass Michael und Edward im Monat vor dem blutigen Verbrechen ständig miteinander telefonierten und viel miteinander kommunizierten. Das war untypisch für sie, da die Männer zuvor nur an Geburtstagen und wichtigen Feiertagen Kontakt hatten, und das auch nicht immer. 6 Wochen vor Maggies Ermordung telefonierten sie täglich miteinander. Das erschien seltsam, zumal alle Bekannten der Familie auf die kühle Beziehung zwischen den Brüdern hingewiesen hatten. Der Staatsanwalt war überzeugt, dass all dies notwendig war, um Michael zum Handeln zu bewegen und anschließend die Details des bevorstehenden Mordes zu besprechen. Die erste Zeugin, die für die Anklage aussagte, war die Sekretärin des Angeklagten namens Gudila González. Die Frau hatte mehrere Telefongespräche zwischen den Brüdern mitgehört, was ihrem Chef aufgefallen war. Die Sekretärin wandte sich später an die Polizei und erklärte, ihr Chef habe ihr mit dem Tod gedroht, weil sie zu viel erfahren habe und die Wahrheit preisgeben könnte. Dann trat Eddie Jr. als Zeuge auf. Er berichtete ausführlich über die Jahre körperlicher und seelischer Gewalt, die seine Mutter in ihrer Ehe erlitten hatte. Er erinnerte sich, wie sein Vater sie wiederholt geschlagen und bedroht hatte und ihr einmal beinahe mit einer schweren Skulptur den Tod gebracht hätte. Laut Eddie Jr. hörte er 5 Monate vor Maggies Ermordung eine direkte Drohung seines Vaters, der offen sagte, dass er seine Frau wegen ihres Wunsches, sich scheiden zu lassen, umbringen würde. Sie widersetzte sich zum ersten Mal offen und wollte nicht nachgeben. In diesem Moment beschloss Maggie, die Scheidung einzureichen und erklärte dies unmissverständlich. Daraufhin schlug ihr Mann sie einfach, wie es sonst auch üblich war. Der Grund für den erneuten Konflikt und Zorn war, dass seine Frau Edward mit seiner Geliebten erwischt hatte. Es handelte sich um Eleonora Salazar, die als Masseurin arbeitete. Diese Frau sagte ebenfalls vor Gericht gegen Edward aus. Ihren Aussagen zufolge war sie in der Nacht des Mordes im Haus ihres Liebhabers und erfuhr, dass Michael vorhatte, seine Frau zu töten. Sie kam gegen 23:30 Uhr und wurde Zeugin des Gesprächs zwischen den Brüdern. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras, die im Haus des Angeklagten installiert waren, war gegen Mitternacht auch sein Bruder Michael zu sehen. Er wurde mit wahnsinnigen, weit aufgerissenen Augen, völlig durchnässten Kleidern und verzweifelt gestikulierend aufgenommen. Es war offensichtlich, dass der Mann äußerst emotional war. Man ging davon aus, dass dies mit dem Schock über das begangene Verbrechen zusammenhing. Er wirkte wie ein Unzurechnungsfähiger. Es wurde vermutet, dass er unmittelbar nach dem Mord zu seinem Bruder gekommen war und nass geworden war, weil er den Innenraum seines Pickups von Blutspuren gereinigt hatte. Nachdem Eleonora Salazar davon erfahren hatte, drohte Edward Locascio ihr und sagte, dass sie sterben würde, wenn sie etwas verraten würde.
Der Mann betonte, dass ihr ein noch schlimmeres Schicksal als seiner Frau bevorstehen würde, wenn sie sich an die Ermittlungsbehörden wenden würde. Die Kamera, die sich in der Wohnung des Mannes befand, filmte ihn und bestätigte sein Alibi sowie die Aussagen seiner Geliebten. Untersuchungen ergaben, dass Edward Locascio mehrere Millionen Dollar auf den Cayman-Inseln hatte, die er vor dem Gericht geheim hielt, in der Hoffnung, dass seine Frau nur das Minimum erhalten würde. Indirekt bestätigte dies das Motiv, denn es ging um mehrere Millionen Dollar, von denen Maggie erzählen wollte. Das Motiv klang mehr als überzeugend. Zu diesem Zeitpunkt lebte Edward sein Leben weiter und hatte bereits eine neue Freundin. Während eines Streits drohte Edward seiner neuen Geliebten: „Du wirst genauso enden wie meine Frau." Sie bekam Angst und wandte sich an die Polizei. Noch überzeugender wirkte vor Gericht die Rekonstruktion des Mordes an Maggie. Dafür wurde eine Puppe verwendet, an der alle Methoden demonstriert wurden, mit denen Michael versucht hatte, die Frau zu töten. Zuerst erhielt sie 8 Schläge mit einem Metallknüppel auf den Kopf, blieb danach wie durch ein Wunder bei Bewusstsein und versuchte sogar, sich zu wehren. Die Schläge waren so stark, dass sich der Metallknüppel verbog und unbrauchbar wurde. Die Abwehrverletzungen an Maggies Körper waren sehr schwerwiegend. Der Frau wurde praktisch ein Finger abgetrennt, als sie ihre Hand vor ein großes Steakmesser hielt, mit dem der Täter nach dem Knüppel zugeschlagen hatte. Selbst als das Opfer aufhörte, sich zu wehren, drückte Michael sie gegen die Wand und begann, sie zu würgen. Danach warf er sie zu Boden, stellte sich auf ihren Bauch und ihre Brust und blieb eine Weile so stehen. Offensichtlich war es sein Ziel, Maggie um jeden Preis daran zu hindern, den Angriff zu überleben. Entsprechende Blutspuren wurden im ganzen Haus und am Körper des Opfers gefunden. Das schwächste Argument, auf das Edwards Verteidiger Locascio drängte, war das Fehlen von Beweisen für eine Vereinbarung zwischen ihm und Michael. Es gab keine schriftlichen Vereinbarungen, dokumentierte Telefonate oder Dialoge. Selbst Zeugen erwähnten dies nicht. Niemand überwies nach dem Mord Geld an irgendjemanden. Im Gefängnis erhielt Michael keine Unterstützung und sein Bruder versuchte nicht, ihm zu helfen. Es schien, als hätte der Mörder überhaupt keinen Vorteil von der Tat gehabt. Allerdings hatte er auch keinen nachvollziehbaren Grund, Maggie zu töten. Ursprünglich wurde angenommen, dass, falls der Ehemann der Frau nicht darin verwickelt war, der Täter möglicherweise eine geheime Beziehung zum Opfer gehabt haben könnte. Doch diese Theorie ließ sich nicht bestätigen. Zwischen Maggie und Michael hatte es keinerlei Kontakt gegeben, weshalb der Anwalt darauf bestand, dass der Angriff zufällig gewesen sei und auf Michaels psychischen Zustand oder den Konsum verbotener Substanzen zurückzuführen war. Edward hingegen hatte sehr ernsthafte Gründe, seine Frau loswerden zu wollen. Abgesehen von diesen Widersprüchen versuchte Edwards Verteidiger, ihn als einen völlig anderen Menschen darzustellen, als gutmütigen, liebevollen Ehemann und Vater. Dazu legte er die Aussagen mehrerer Zeugen vor, sowie alte Familienfotos, auf denen Edward, Maggie und ihr Sohn Eddie Jr. glücklich wirkten. Diese Bilder sollten ein harmonisches Familienleben zeigen, das kaum zu dem Bild eines berechnenden Mörders passte. Der Verteidiger versuchte, den Verlauf des Prozesses komplett zu drehen. Er lenkte die Aufmerksamkeit der Geschworenen auf die Möglichkeit, dass Edward Jr. selbst ein Motiv haben könnte, seinen eigenen Vater zu verfolgen. Auch hier war die Rede von Geld. Nach Ansicht des Anwalts wollte der junge Mann schlichtweg das gesamte Familienvermögen für sich allein haben. Das vernichtendste Zeugnis war jedoch die Aussage von Edwards ehemaliger Sekretärin, die der Mann ebenfalls bedroht hatte. Sie berichtete, mit eigenen Ohren gehört zu haben, wie ihr Chef gesagt habe, sein Bruder Michael wolle seine Frau umbringen. Der Verteidiger verwies darauf, dass die Geschichte der Sekretärin im Laufe der Zeit mehrfach verändert worden sei. Die Anklage erklärte dies damit, dass der Inhalt des belauschten Gesprächs äußerst vulgär gewesen sei. Edwards Worte seien voller grober und beleidigender Ausdrücke gewesen, die die Frau zunächst nicht wörtlich wiedergeben wollte. Vor den Geschworenen änderte sie ihre Formulierungen mehrfach, um ihre Glaubwürdigkeit zu untermauern, was jedoch den gegenteiligen Effekt hatte. Die Verteidigung stellte sie als unglaubwürdig dar. Darüber hinaus fand der Anwalt heraus, dass die Sekretärin, die gegen ihren ehemaligen Chef aussagte, eine intime Beziehung zu einem der leitenden Ermittler in diesem Fall eingegangen war. Aus ethischer Sicht war eine solche Beziehung für die Anklage höchst problematisch. Zum Zeitpunkt des Prozesses dauerte diese Affäre bereits über ein Jahr. Die Frau lebte sogar mit dem Ermittler zusammen. Nach Ansicht der Verteidigung war diese Beziehung kein Zufall, sondern ein Mittel, um Druck auf die Zeugin auszuüben und sie dazu zu bringen, einen Unschuldigen zu belasten.
Diese Enthüllung konnte die Meinung der Geschworenen durchaus beeinflussen, da sie die Glaubwürdigkeit der Hauptzeugin der Anklage in Frage stellte. Ein weiterer wichtiger Punkt, auf den sich die Anklage berief, waren 39 Telefonate, die innerhalb von 6 Wochen zwischen den Brüdern geführt worden waren. Zuvor hatten sie kaum einmal im Jahr miteinander gesprochen. Was sie in diesen Gesprächen besprochen hatten, blieb jedoch ungeklärt. Der Verteidiger versuchte, die Bedeutung dieser Telefonate herunterzuspielen. Seiner Argumentation nach waren die beiden Brüder in letzter Zeit einfach wieder enger in Kontakt getreten, weil Edward sich während der emotional belastenden Scheidung nach familiärem Rückhalt gesehnt habe. Ein finanzielles Motiv wurde ebenfalls bestritten. Selbst wenn Edward die Hälfte seines Vermögens verloren hätte, wäre er immer noch Millionär geblieben. Daher, so die Verteidigung, hätte es für ihn keinerlei Sinn gemacht, ein solches Risiko einzugehen und seine Frau ermorden zu lassen. Als letztes Argument stellte der Anwalt Michael Locascio als psychisch instabilen Mann dar, der auch ohne erkennbares Motiv zu einer solch brutalen Tat fähig gewesen wäre. Aufgrund seiner Abhängigkeit und mentalen Labilität habe er die emotionalen Äußerungen seines Bruders, etwa über die schwierige Scheidung, völlig überinterpretiert und aus einer impulsiven, verzerrten Loyalität herausgehandelt. Zudem zweifelte die Verteidigung daran, dass ein Mensch wie Michael, nervlich labil und unter Druck stehend, in der Lage gewesen wäre, monatelang zu schweigen, selbst angesichts der drohenden Todesstrafe. Nachdem die Geschworenen die Argumente beider Seiten gehört hatten, zogen sie sich zu Beratungen zurück. Eine Entscheidung, die ebenso schwierig war wie der Fall selbst, der fast ausschließlich auf Indizienbeweisen beruhte. 2 Tage lang schwankten sie zwischen den Theorien der Anklage und der Verteidigung, versuchten die Gedanken und Motive von Edward und Michael zu verstehen. Am 3. Tag jedoch kristallisierte sich eine klare Linie heraus. Der tatsächliche Täter hatte keinerlei nachvollziehbares Motiv, während der Angeklagte Edward Locascio mehrere Millionen Gründe gehabt hätte. Letztendlich wurde Edward Locascio des Mordes 1. Grades für schuldig befunden. Sein Sohn war zusammen mit seiner Großmutter bei der Urteilsverkündung anwesend. Der Junge war erleichtert und glücklich, die Entscheidung zu hören, auf die er fast 6 Jahre seit dem Tod seiner Mutter gewartet hatte. Später gab er zu, dass er erst in diesem Moment das Gefühl hatte, dass endlich Gerechtigkeit hergestellt worden war. Nun stand die Höchststrafe bevor. Nach einer weiteren Beratung empfahlen die Geschworenen dem Gericht, den Mann zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit zu verurteilen, und genau diese Strafe wurde auch vollstreckt. Angesichts seines Alters war klar, dass Edward sein Leben im Gefängnis beenden würde. Dennoch löste die Entscheidung des Gerichts bei seinem Sohn Empörung aus. Eddie Jr. bestand darauf, dass nur die Todesstrafe dem Ausmaß des Verbrechens gerecht geworden wäre. 6 Monate nach Beginn seiner Haft gewährte Edward Locascio Journalisten ein Interview. Darin beteuerte er erneut seine Unschuld. Er habe seinen Bruder niemals zum Mord angestiftet und bis zum Tod seiner Frau sogar gehofft, dass sie sich wieder versöhnen würden. Edward sagte, er hätte nie geglaubt, dass sein eigener Bruder Michael zu einer solch brutalen Tat fähig sei. Seiner Meinung nach seien beide hereingelegt worden. Michael Locascio gestand die Tat nie. Er beharrte weiterhin auf seiner Unschuld. Eine DNA-Analyse bestätigte jedoch eindeutig seine Beteiligung am Mord. Zudem war das Verbrechen ausgerechnet am Vorabend der entscheidenden Scheidungsverhandlung begangen worden. Ein Zufall, den kaum jemand glaubte. Während desselben Interviews stellte Edward Senior schließlich eine verstörende Behauptung auf. Er vermutete, sein eigener Sohn habe tatsächlich seine Mutter ermordet. Laut Edward hätte er selbst, unabhängig vom Ausgang des Scheidungsverfahrens, ohnehin genug Geld behalten, um Millionär zu bleiben. Er habe also kein Motiv gehabt. Er behauptete, Eddie Jr. habe nicht länger auf das Erbe warten wollen und deshalb seine Mutter getötet, um anschließend seinen Vater als Sündenbock hinzustellen. So sei er zum alleinigen Erben des gesamten Vermögens von Maggie geworden. Natürlich wies Eddie Jr. diese Vorwürfe entschieden zurück. Für ihn war es der letzte Versuch eines schuldigen Mannes, sich von Verantwortung reinzuwaschen. Edward Locascio starb am 30. August 2018 im Alter von 67 Jahren im Gefängniskrankenhaus von Lake Butler, Florida. Das Haus, in dem der Mord stattgefunden hatte, wurde später für $3 Millionen verkauft. Sein Sohn Eddie Jr. beendete erfolgreich sein Medizinstudium und arbeitet heute als Arzt. Ein Mann, der trotz der Tragödie in seiner Familie beschlossen hat, sein Leben dem Helfen anderer zu widmen.
Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.